Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch ein bisschen weiter in diesem Bild malen und gleichzeitig auch verschiedene Blendtechniken anhand dieser Blumen erklären. Und das gibt euch nicht nur ein paar Farbkombinationen mit an die Hand, sondern vielleicht lernt ihr aufs Neue, wie man Blumen blenden kann. Ich male hier in dem Buch Mein Sommerspaziergang von Rita Beermann und benutze die Castle Art Buntstifte. In 2 meiner vorherigen Color Talks male ich in diesem Buch, also werdet ihr auf jeden Fall den Anfang zu diesem Color Along in Anführungsstrichen in meiner Color Talk Playlist finden, also schaut auf jeden Fall rein. Wir beginnen auch schon mit der ersten Blume und die Farbkombination werde ich euch auch einblenden, sodass ihr dann mit mir direkt loslegen könnt. Ich benutze hier die 40, 92 und die 94 und arbeite mich hier von der dunkelsten Farbe zur hellsten Farbe vor. Es wird oft gefragt, in welche Richtung man blendet, ob von der dunkelsten zur hellsten Farbe oder von der hellsten zur dunkelsten Farbe. Und ich muss sagen, das variiert bei mir, je nachdem, welche Stifte ich benutze oder welchen Effekt ich erzielen möchte. Hier blende ich von der dunkelsten Farbe zur hellsten Farbe. Und meine dunkelsten Farbe, die Nummer 40, trage ich mit relativ starkem Druck auf. Lasse den Druck aber nach, sobald ich zur Mitte des Blütenblattes komme. Denkt dran, dass eure Stifte dabei angespitzt sein sollten, weil ihr sonst die Struktur des Papiers zerstören könntet. Jetzt nehme ich meine zweite Farbe, die Nummer 92, und blende von circa der Mitte der Blume, wo ich also die erste Farbe habe, etwas auslaufen lassen, die zweite Farbe mit mittlerem Druck rein und lasse auch da wieder den Druck nach, je weiter ich zum Ende des Blütenblattes komme. Das Nachlassen des Druckes hilft dabei, einen sanften Übergang zu verschaffen, sodass die hellste Farbe auch wieder problemlos reinblenden kann, ohne harte Kanten oder Übergänge zu verursachen. Jetzt nehme ich meine hellste Farbe, die Nummer 94, und blende sie in meine mittlere Farbe rein und lasse auch dort wieder den Druck nach, je weiter ich zum Rand des Blütenblattes komme. Es hilft, wenn man am Anfang mit leichten kreisenden Bewegungen arbeitet, weil ihr die Farbe immer intensiver machen könnt, wenn ihr den Druck variiert oder mehr Farbe dazu gibt. Aber wenn ihr zu viel Farbe aufgetragen habt, könnt ihr das nur schwer wieder rückgängig machen. Mit einem Weiß blende ich nun meine hellste Farbe ein bisschen sanfter aus. Ich habe hier das Weiß von Caran d'Ache Pablo genommen, weil es eben das Weiß ist, was ich zur Hand hatte. Aber im Prinzip ist es egal, welches Weiß ihr dafür nehmt. Es muss nur ein bisschen... Ich hatte hier gerade das Weiß von den Caran d'Ache Pablos zur Hand, aber natürlich könnt ihr auch das Weiß aus dem Castle Art Set nehmen. Die nächste Farbkombination ist die 87, 31 und 33. Und auch hier fange ich wieder mit der dunkelsten Farbe an. Und zwar werden wir bei dieser Blume einen dunklen Rand legen mit unserer Nummer 87 und die Mitte der Blume hell lassen.
Wenn ihr eben genau hingeschaut habt, habe ich von dunkel nach hell geblendet und jetzt blende ich zwar auch von dunkel nach hell, aber in eine andere Richtung. Hier blende ich zur Mitte hin hell aus. Und zwar werden wir hier jetzt mit starkem Druck die dunkelste Farbe auftragen um den Rand herum und sie ganz leicht zur Mitte ausblenden. Dieses Blütenblatt ist relativ schmal, deswegen achte ich darauf, dass ich nur einen schmalen Rand ausblende und nicht zu viel Farbe auftrage. Mit unserer zweiten Farbe, der Nummer 31, blende ich nun mit mittlerem Druck in meine dunkelste Farbe wieder rein und lasse den Druck nach, je weiter ich zur Mitte des Blütenblattes komme. Wie ihr merkt, ist die Technik eigentlich immer die gleiche, wenn man einen Dreifarbenblend benutzt. Bei der dunkelsten Farbe benutzt man relativ starken Druck, lässt diesen nach. Bei der mittleren Farbe benutzt man mittleren Druck, lässt auch diesen nach. Und bei der hellsten Farbe benutzt man auch mittleren Druck, wenn man die mittlere Farbe reinblendet und lässt auch dort den Druck wieder nach. Also wirklich gar nicht so schwer, man braucht nur ein bisschen Übung damit. Und jetzt nehme ich meine hellste Farbe, die Nummer 33, und blende meinen mittleren Farbton aus. Wie gesagt, ich nehme mittleren Druck, setze mitten in meiner mittleren Farbe an und lasse den Druck nach, je mehr ich zum Inneren des Blütenblattes komme. Auch hier arbeite ich mit kleinen kreisenden Bewegungen, sodass das Farbbild so gleichmäßig wie nur möglich ist. Dann nehme ich wieder einen Weißton und blende meine hellste Farbe ein bisschen mehr aus. Und das Weiß gibt dem Blütenblatt nochmal so ein bisschen etwas von einem Strahlen. Zu jeder Blume gehört auch etwas Grünzeug, deswegen werden wir jetzt ein Blatt blenden. Und zwar habe ich hier die Farbkombination 50, 102 und 108. Und wir fangen mit der dunkelsten Farbe an, die Nummer 50. Und wir malen eigentlich im Prinzip das gleiche, was wir eben schon bei der Blume gemalt haben, nur mit einer anderen Farbkombination. Und das möchte ich euch Malanfängern wirklich mit an die Hand geben. Habt ihr einmal die Technik drauf, könnt ihr eigentlich fast alles ausmalen, gerade wenn es so einfache Formen sind wie Blumen oder Blätter. Also übt wirklich, nehmt euch die Zeit. Da, wo es meistens dran scheitert oder wo man am meisten Angst vor hat, ist, Farbkombinationen auszuprobieren. Aber auch das kommt mit der Zeit. Gerade wenn man sich mehr mit der Thematik beschäftigt und mehr malt, wird man automatisch merken, welche Farben zusammenpassen und welche nicht. Das alles braucht einfach nur ein bisschen Übung und den Mut, sich auszuprobieren. Ich möchte euch noch ein paar kleine Tipps an die Hand geben. Wie gesagt, spitzt eure Stifte immer gut an. Spitze Stifte schonen das Papier und helfen euch, mehr Farbschichten aufs Papier zu bringen.
dann arbeitet lieber ein bisschen mit leichterer Hand, als von Anfang an zu viel Farbe aufs Papier zu bringen, weil ihr dann immer noch nachkorrigieren könnt. Wenn ihr zu viel Farbe von Anfang an auftragt, ist es wirklich schwer, das im Nachhinein zu korrigieren. Dann mein dritter Tipp: Lasst wirklich die Farbe sanft auslaufen und arbeitet in kleinen kreisenden Bewegungen. Das hilft, die Übergänge sanft zu lassen und den Ganzen ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild zu geben. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da und ich freue mich im nächsten Video auf euch. Bis dann!